Moin Freunde, ich bin mal wieder unterwegs, heute allerdings alleine, vom Pflegersee auf zum Königsstand. Die Tour wird ungefähr 13 Kilometer haben, 600 Höhenmeter. Bleibt gespannt, ich bin es auch. Da hoch geht's nachher, aber mit einem kleinen Umweg. Da kommt noch eine Gaststätte auf dem Weg, den ich jetzt nutze hier. Also zu St. Martin am Grasberg, da möchte ich jetzt hin. Auf geht's weiter. Wenn man 1-2 Monate nichts mehr gemacht hat oder 3, das macht man ganz schön fertig. Ich kann nur raten, immer im Training zu bleiben, sonst sieht man aus wie ich. Meter kriege ich wohl noch hin, oder? Ich freue mich schon auf den Rückweg. Dann geht die ganze Strecke nämlich genau diesen Weg wieder runter. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Unglaublich. Übrigens trainiere ich gerade für den Mammutmarsch auch. Vor 2 Jahren habe ich ja schon mal die 30 Kilometer geschafft. Ich weiß, vielleicht viele für euch sind 30 Kilometer easy peasy. Für mich war das echt extrem. Meine Beine taten weh. Okay, ich hatte auch 14 Kilo mehr auf den Rippen. Und 3-4 Kilometer vor Schluss, da wollte ich nicht mehr. Habe es aber dann trotzdem noch durchgezogen, weil ich eine gute Unterstützung hatte. Danke Moni. Aber dieses Jahr keine 30 Kilometer, die nächste Stufe 42 Kilometer. Ab Mai, also in 3 Monaten ungefähr. Oh, in 2 Monaten ungefähr. Muss ich noch ein bisschen trainieren. Und wie gesagt, das hier ist der Anfang.
Und dann drückt mir bitte die Daumen, dass ich auch die 42 Kilometer irgendwie schaffe. Wenn ich diese schaffen sollte, werde ich nächstes Jahr die 55 Kilometer Strecke nutzen. Wo muss ich denn jetzt? Da, St. Martin. Und nachher geht es wahrscheinlich da weiter hoch. Die 42 Kilometer werde ich übrigens in Nürnberg diesmal laufen. Vor 2 Jahren war es in München. Also, weiter geht's. Die erste Gaststätte kommt. Da hinten ist sie, St. Martin am Grasberg. Da werde ich mich jetzt mal hinsetzen, einen Kaffee trinken und dann vielleicht noch mal was essen. Und dann geht's weiter. So, gut gestärkt geht's jetzt weiter. Ich hatte 2 Weißwürstel, ein alkoholfreies Bier und ein Kaffee. Jetzt ist mein Magen voll und jetzt habe ich Kraft, den Berg da hoch zu wandern. Wenn ich wüsste, wo es lang geht. Ich glaube, in die Richtung. Schön, oder? So, die Gaststätte vorhin, St. Martin, war auf ca. 1050 Meter und ich muss auf 1450 Meter. Da ist dann der Gipfel vom Königsstand, so heißt es. Allerdings glaube ich, das muss ich noch sehen, oh, sorry. Es geht irgendwann nicht mehr so steil nach oben, sondern geht man irgendwie auf den Kamm oder sowas. Zumindest sah es dann relativ flach aus bis zum Königsstand. Ja, da schaue ich mal und hoffe tatsächlich, dass das so ist. Ich bin ja schon ein bisschen kaputt. Und nur weil ich so viel nichts getan habe oder so lange nichts getan habe, mein Brain ist auch schon belämmert. So, weiter geht's. So, es geht jetzt da hoch. Dann wahrscheinlich da irgendwo. Da ist zwar jetzt der Baum im Weg, aber da ist ein schönes Herz auf dem Baum. Habt ihr gesehen? Moni, nur für dich. Und dann da oben sollte es eigentlich sein. Ob es tatsächlich so ist, ich weiß es nicht. Aber es ist eine sehr schöne Wanderung hier. Ein bisschen Waldboden, wie ihr jetzt seht. Ein bisschen Schotter, ein bisschen Beton. Eigentlich so ein bisschen abwechslungsreich. Beton und Schotter ist nicht so mein Ding. Aber so Waldboden, Wurzelwege, absolut geil. Wer diese Anstrengungen nur nicht.
Jo, schöne Aussicht, oder? Da hinten. Oh, es geht auch ganz schön steil runter. Schöne Aussichtsplattform hier, oder? Also, hinter mir, da muss ich noch hoch. 1400, 1450 Meter Berghöhe. Da hinten die Berge. Ich blende noch mal ein, welche es sind. Schätze ich so um die 1800 bis 2000 Meter hoch. Da liegt auch noch ganz schön viel Schnee. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es hinter mir ist. Da unten Garmisch-Partenkirchen, da ganz hinten die Skischanze, die Olympia-Skischanze. Wenn man da zwischen den beiden Hügeln durchgeht, kommt man zur Partnachklamm. Wie gesagt, auch eine sehr schöne Klamm. Rentiert sich auf jeden Fall dorthin zu gehen. So, jetzt muss ich aber weiter. Ich möchte ja nicht den ganzen Tag vertrödeln. Auf geht's! Kurze Pause. Mein Puls war wieder auf 177, 75, 77, irgendwie sowas. Dann lasse ich mich erstmal wieder nieder, dass der Puls auf 150, 160 maximal kommt. Und dann geht's BÄM wieder nach oben. Echt. Ich hätte mal im Winter auch ein bisschen trainieren sollen. Unglaublich. Apropos trainieren. Dieses Jahr ist wieder UNICEF Fundraising. Diesmal in Frankreich, in Annecy. Das ist auch so eine Strecke um die 20 Kilometer mit 1100 Höhenmeter. Also, da habe ich heute noch einiges vor, oder dieses Jahr. Erstmal kommt der Mammutmarsch mit den 42 Kilometern, aber hoffentlich relativ flach, ich weiß es nicht. Aber in Nürnberg kenne ich keine Berge, daher sollte es eigentlich ganz gut sein. Und dann in Annecy in Frankreich fürs UNICEF Fundraising. Da habe ich mal wieder richtig Bock zu. Und ihr solltet auch für UNICEF spenden. Nur so ein kleiner Hinweis, bevor ich es offiziell mache. Oh, meine Nase läuft wieder echt, was für eine Scheiße. Und ich euch zu Spenden aufrufe, seid proaktiv, geht auf die UNICEF-Seite und spendet 1, 2, 3 Münzen. So, jetzt noch mal schauen. 138. Weiter geht's. Jetzt mal so eine Sonnenbedeckung hier für meinen Kopf genommen. Nicht, dass ich hier noch einen Glatzenbrand bekomme. Die Sonne knallt schon ganz schön runter, obwohl es gar nicht so warm ist. Ich schätze mal um die 13, 14 Grad. Okay, ist auch nicht kalt. Wie beim letzten Mal bei minus 10 gestartet. Aber trotzdem, wenn man im Schatten steht, zieht noch ein ganz schön frisches Lüftchen vorbei. Aber tolle Aussicht mal wieder, echt. Naja, auf geht's weiter. Ich möchte heute nach oben ankommen. Naja, komisch wäre nicht. Wie viel haben wir? 144. Ach, das geht schon. Ja, meine Uhr meldet sich wieder. Diesmal habe ich exzessives Training geleistet und ich bin noch nicht mal da. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen kaputt. Aber die paar Meter schaffe ich auch noch. Jetzt geht es fast nur noch geradeaus. In einer leichten Steigung. Da der Weg jetzt schneebedeckt ist
habe ich meine Stöcke rausgeholt, um ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Das ist nämlich schon ganz schön rutschig hier. Wie gesagt, leider habe ich meine Grödel nicht dabei oder wie die Dinger auch immer heißen. Aber nicht so wild. Wie gesagt, die Stöcke sollten mir halt genug geben. Ob ich von hier nochmal eine bessere Aussicht bekomme, ich weiß es nicht. Das liebe ich am Wandern, wirklich. Erst die Qual und dann das hier. Das ist doch, das ist doch geil, oder? Mann, ey. Wäre schön, wenn hier jetzt noch eine Bank wäre. Dann würde ich mich hinflacken und dann 2 Stunden schlafen oder sowas. So Freunde, ich bin wieder auf dem Rückweg. Da es der gleiche Weg ist wie hin, beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann hinterlasst ein Like, hinterlasst ein Abo, teilt es mit Freunden, wie auch immer. Oder schaut auch einfach meine anderen Videos an. Wir sehen uns auf jeden Fall bei dem nächsten Video. Und denkt dran, ein Tag in wird auch demnächst kommen.